Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute muss ich vorab sagen, wird es ein sehr kurzes, kleines Video. Ich habe es unter der Woche, momentan ist bei mir so viel los, leider nicht geschafft. Das, was ich eigentlich geplant hatte, ich wollte heute eigentlich mit dem Zusammenbau der Vorderachse fertig werden. Ich habe ja bisher nur die Fahrerseite gemacht und wollte euch jetzt heute, ich hatte schon ein paar Wochen daran gearbeitet und wollte es heute eigentlich finalisieren. Ich aber bin diese Woche nicht so richtig dazugekommen, deswegen sorry, dass es heute ein kürzeres Video wird. Dennoch hoffe ich nicht uninteressant. Und zwar möchte ich euch jetzt zeigen den Bremssattel oder beziehungsweise den Bremssattelhalter am Opel Omega. Den hatte ich auf der Fahrerseite dummerweise nicht aufgearbeitet. Ich weiß nicht, warum ich das dann vergessen habe. Ich wollte es eigentlich machen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier schon ein bisschen mit der Drahtbürste daran geschliffen. Das heißt, so die ganz groben Roststellen sind weg. Da haben wir allerdings noch welche, wo wirklich auch noch ein bisschen gröberer Rost ist. Und ich möchte euch jetzt heute zeigen, wie ich das mache, dass ich den wieder aufbereite. Das heißt, ich werde euch in den Zeitraffer packen, wie ich hier mit der Drahtbürste das noch ein bisschen besser sauber mache, gerade so solche Stellen, ne, dass die dann eben wirklich schön sauber sind. Und dann zeige ich euch, wie ich den eben komplett lackiere, wobei es jetzt kein klassischer Bremssattellack ist, sondern ich mache einfach Temperatur, also hitzebeständigen Lack drauf. Und werde dafür natürlich die Auflageflächen hier abkleben, dass dort nichts reingeht und hier sich auch nichts absetzt. Wobei diese äußere Sachen gar nicht so schlimm sind. Also die Auflagefläche, die kann man ja nachträglich mit einem feinen Schleifpapier dann wieder freischmirgeln. Das zeige ich euch jetzt heute in dem Video. Also wie gesagt, noch sieht er so aus. Und wenn wir fertig sind, sieht er hoffentlich deutlich besser aus. Und ich hätte gesagt, wir starten direkt. Ich packe euch in den Zeitraffer. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ding nicht aufgearbeitet bekommen. Und im nächsten Video dann hoffe ich, dass ich die Zeit gefunden habe, die Vorderachse zu komplettieren und euch das dann zu zeigen. Da wird dann dieses Teil auch zum Einsatz kommen. Für die Fahrerseite, wo ich das vergessen habe, muss ich das dann irgendwann anders nochmal nachholen. Das ist ja gar kein so großer Act, den Bremssattel da nochmal abzuschrauben und den Halter dann aufzuarbeiten. Dann, ja, wie gesagt, ist das halt einheitlich momentan. Habe ich es dummerweise jetzt dann nur auf einer Seite hübsch, aber das ist nur ein temporärer Zustand. Im Video, was dann kommt, wo ich hoffentlich, wie gesagt, die Achse fertig bekomme, auch mit dem neuen Achsschenkel, zeige ich euch dann auch nochmal, wie ich hier eben den schwimmend gelagerten Sattel bzw. die Komponenten erneuere. Jetzt fürs Lackieren lasse ich hier noch die alten Komponenten dran, denn die baue ich ja dann später um auf die neuen. Und jetzt ab in den Zeitraffer.
So, jetzt habt ihr die Zeitraffer gesehen, wie ich das hier alles gereinigt habe und lackiert. Was ihr auch gesehen habt, ich habe die entsprechenden Bolzen erneuert, die später den schwimmend gelagerten Bremssattel halten. Was mir noch aufgefallen ist, die Originalbolzen sind ein kleines Stückchen länger. Wenn wir das mal nebendran halten, sind die minimal länger als die Bolzen, die jetzt bei meinem neuen Bremssattel dabei waren. Ja, gut, hat man wahrscheinlich ein bisschen Material gespart. Sie gehen immer noch, das habe ich geguckt, relativ weit in den Sattel rein, aber eben nicht mehr so weit wie die Originalen. Ich hoffe mal, dass es nachher kein Problem ist, aber es war ja Bestandteil des kompletten Bremssattelkits, das ich gekauft habe. Ja, und allgemein würde ich sagen, sieht das jetzt sehr, sehr gut aus. Das hier ist ja keine Fläche, wo nachher ein Bremsbelag anliegt. Die Flächen vom Bremsbelag, habt ihr ja gesehen, habe ich hier entsprechend mit einem 600er Schleifpapier abgeschmirgelt oder wieder frei gemacht vom Lack, dass das eben sauber aufliegen kann. Und so sieht das doch jetzt ordentlich aus, passt dann auch sehr gut zum Bremssattel. Und ich habe in der Zwischenzeit, sozusagen während die Kamera nicht lief, mal auf der Fahrerseite noch diesen Halter abgebaut und da genau das gleiche gemacht, also eben auch abgeschliffen und lackiert. Fürs Lackieren hatte ich dann nochmal die alten Bolzen eingesetzt, deswegen liegen jetzt hier gerade nochmal ein paar neue Bolzen und hier sind ja neue Bolzen drin, also nicht, falls ihr euch jetzt wundert, der ist gerade noch am Trocknen, der Halter vom Bremssattel von der Fahrerseite und ich muss jetzt noch ein bisschen warten, aber für euch geht es jetzt weiter. Ich zeige euch jetzt, wie der lackierte, aufgearbeitete Halter an der Fahrerseite aussieht. Wie gesagt, für die Beifahrerseite, das schaffe ich heute nicht in dem Video, aber ich kann euch zumindest die Fahrerseite jetzt nochmal komplett zeigen. Und dann geht es im nächsten Video, wie gesagt, mit dem kompletten Zusammenbau und dem Festziehen aller Fahrwerkskomponenten an der Vorderachse mit Drehmoment weiter, dass wir hoffentlich dann im nächsten Video das Thema Vorderachse und Fahrwerk endlich mal abhaken können. So, und wie gesagt, so sieht das jetzt aus im verbauten Zustand. Erstaunlicherweise ist der Lack, den ich hatte, dieser hitzebeständige Lack, wirklich absolut identisch von der Farbe zu dem Lack oder der Versiegelung, die hier auf dem schwimmend gelagerten Bremssattel drauf ist, den ich bestellt habe. Also das sieht jetzt wirklich hervorragend aus und genauso wird es dann auch im nächsten Video auf der anderen Seite aussehen. Hier, wie gesagt, mache ich jetzt noch die Staubkappe ran, die hat ja bisher gefehlt, die hatte ich ja auch neu lackiert, die hole ich gleich und dann zeige ich euch nochmal, wie das mit der Staubkappe aussieht. Also das sieht jetzt wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Hier ist der neue Sensor bei den Kabeln und Leitungen hier hinten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen dunkel, da muss ich das noch ein bisschen schöner verlegen. Aber insgesamt bin ich jetzt optisch sehr zufrieden. Habe jetzt hier auch alles schon mit Drehmoment, wie gesagt, befestigt. Das hier oben bekommt 30 Newtonmeter und die Schrauben vom Bremssattel bekommen 90 Newtonmeter plus 30 Grad Drehwinkel, wobei ich den Drehwinkel weggelassen habe. Wie gesagt, ich nutze ja auch kein Loctite bei den Komponenten. Ich prüfe das einfach regelmäßig, ob die noch den vorgeschriebenen Drehmomentwert haben. Aber mit Loctite oder diesen Drehwinkeln habe ich bisher immer schlechte Erfahrungen gemacht bei so etwas kleineren Schrauben. Die sind mir schon gerne abgerissen. Bei den Schrauben dann hier für den Dreieckslenker, was ihr dann hoffentlich im nächsten Video sehen könnt, da werde ich natürlich den Drehwinkel auch verwenden. Die bekommen 120, hatte ich ja in einem Video schon mal erwähnt, 120 Newtonmeter und 45 Grad Drehwinkel, wenn dann das Auto in der Normalposition ist, also aufgebockt. Jetzt hole ich mal noch kurz die Kappe, setze die hier ein und dann seht ihr nochmal ein komplettes Bild, damit ihr da auch eben das Ganze einmal wirklich vollumfänglich zusammengebaut seht. Das hatte ich ja bisher noch nie in einem Video drin. So, jetzt habe ich auch den Nabendeckel wieder aufgesetzt. War ein bisschen schwieriger. Ich hätte es eigentlich filmen sollen, ich zeige es euch dann aber filmisch auf der anderen Seite, da werde ich das dann aufnehmen. Der war wirklich störrisch einzusetzen, hat sich immer verkantet, obwohl ich mit einem Bandschleifer die gesamten Flächen gereinigt habe. Ja, wollte es trotzdem nicht sauber reingleiten. Ich habe innen drin auch ein bisschen Fett gemacht an die innere Wand. Trotzdem wollte er nicht rein. Am Ende habe ich es dann gelöst. Ihr seht ja, hier sind so leichte Beschädigungen jetzt am Lack. Habe ich es gelöst, indem ich einen großen Schlitzschraubenzieher genommen habe und immer so über Eck eine Ecke so ein bisschen reingeklopft, die andere Ecke ein bisschen reingeklopft und dann wieder die Ecke ein bisschen reingeklopft, weil sich das eben immer so leicht verkantet hat, bis es am Ende drin saß. Jetzt passt's. Wie gesagt, beim nächsten Video, wo ich die andere Seite dann finalisiere und wir alles mit Drehmoment festziehen, zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Und ja, somit sind wir für das heutige Video durch. Ging jetzt nur um die Aufbereitung von dem Halter, von dem schwimmend gelagerten Bremssattel. Sieht aber, finde ich, wirklich sehr, sehr gut aus.
War, wie gesagt, ein kürzeres Video. Ich hoffe trotzdem, was Hilfreiches dabei. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Dann müsste es eigentlich, wenn nichts Verrücktes dazwischen kommt, auf der anderen Seite weitergehen und wir müssten die Vorderachse endlich mal komplettiert bekommen. Wie gesagt, ich wünsche euch eine gute Zeit. Gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.